In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den MACD-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die uns helfen, unsere Handelsoperationen effizienter zu verwalten. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung verwalten. Anschließend definieren wir die Parameter für unsere Strategiekonfiguration. Diese Parameter können in den Eigenschaften des Expert Advisors angepasst werden. Der Parameter Lookback Bars legt den historischen Bereich für Hochs und Tiefs fest, sodass wir zwischen einer und 1000 Kerzen analysieren können. Der Parameter Min Candles Back legt das Mindestalter für gültige Hochs und Tiefs fest, das zwischen 5 und 50 Kerzen liegen kann. Der Parameter Trailing Offset definiert den Sicherheitsabstand für den Trailing Stop in Punkten, wobei die Spanne von 1 bis 20 reicht. Mit den Parametern Fast MA und Slow MA legen Sie die Zeiträume für die schnellen und langsamen Exponential Moving Averages in der MACD-Berechnung fest. Der Parameter Signalperiode schließlich bestimmt die Periode der Signallinie für den MACD. Anschließend deklarieren wir unsere globalen Variablen und Handles. Die Variable MACD-Handle enthält das Handle des MACD-Indikators, während MXD Main Buffer und MXD Signal Buffer Runde Puffer für die MACD-Hauptlinie bzw. die Signallinie sind. Das Array Price Data wird zum Speichern der OHLC-Kursdaten verwendet. Die Expert-Initialisierungsfunktion wird einmal beim Start des Expert Advisors ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das MACD-Indikator-Handle für das aktuelle Symbol und den H1-Zeitrahmen mit Hilfe der IMACD-Funktion. Die Parameter für diese Funktion umfassen das Symbol, den Zeitrahmen, die schnelle EMA-Periode, die langsame EMA-Periode, die Signalperiode und den Preistyp, der auf Price Close eingestellt ist. Außerdem konfigurieren wir unsere Arrays als Zeitreihen und stellen sicher, dass die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Diese Ausrichtung ermöglicht es uns, mit den Daten in einem natürlichen Zeitablauf zu arbeiten. Schließlich geben wir einen Erfolgscode zurück, der anzeigt, dass die Initialisierung erfolgreich war. Als nächstes definieren wir Funktionen zum Eröffnen von Positionen. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol Info Double Up und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, was bedeutet, dass wir 10 Mikroloads kaufen. Der anfängliche Stop-Loss und der Take-Profit werden deaktiviert, indem sie auf 0 gesetzt werden, und wir fügen einen Kommentar hinzu, der angibt, dass es sich um eine MACD-Position handelt. Die Funktion Open-Sell-Position funktioniert ähnlich, allerdings für Verkaufspositionen. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit der gleichen Methode Position Open aus. Auch hier geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, das heißt, wir verkaufen 10 Mikrolots, wobei der anfängliche Stop-Loss und Take-Profit deaktiviert sind. Die Hauptfunktion für Kursaktualisierungen wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik unserer Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst historische Kursdaten für die Analyse ab, indem wir die Daten der H1-Kerze für den Rückblickzeitraum mit der Funktion CopyRates kopieren. Zu den Parametern für diese Funktion gehören das Symbol, der Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Kerzen und das Zielarray, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Als nächstes laden wir die MACD-Werte aus dem Indikatorbuffer in unsere Arrays für die Trendanalyse mit der Funktion CopyBuffer.
Diese Funktion wird zweimal aufgerufen, einmal für die MACD-Hauptlinie und einmal für die MACD-Signallinie. Zu den Parametern gehören das Indikator-Handle, die Puffernummer, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Werte und das Ziel-Array. Anschließend überprüfen wir den Status aller offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable mit dem Namen OpenPosition auf False und setzen den aktuellen Positionstyp auf Position Type By als Standardwert. Wir gehen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch, um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob die Position zum aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass eine offene Position gefunden wurde und speichern den Typ der aktuellen Position. Wir verlassen die Schleife, nachdem wir die erste passende Position gefunden haben. Als nächstes implementieren wir unsere Logik für die Trenderkennung und das Positionsmanagement. Für eine Kaufbedingung prüfen wir, ob die MACD-Hauptlinie über der MACD-Signallinie kreuzt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist und es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion Kaufposition öffnen auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Außerdem prüfen wir, ob der Tiefstand mindestens so alt ist wie der Parameter Min Candles Back und ob der aktuelle Kurs über dem ermittelten Tiefstand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset zum letzten Tiefkurs addieren und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen, um den Trailing Stop zu verwalten. Für die Verkaufsbedingung prüfen wir, ob die MACD-Hauptlinie unter der MACD-Signallinie kreuzt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist und es keine offenen Positionen gibt, rufen wir die Funktion OpenSell-Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es bereits eine offene Verkaufsposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob der Höchststand mindestens so alt ist wie der Parameter Min Candles Back und ob der aktuelle Kurs unter dem ermittelten Höchststand liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir das Trailing Stop Niveau, indem wir den Trailing Offset vom letzten Höchstkurs abziehen und die Funktion Process Trailing Stop aufrufen. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Wir durchlaufen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge auf sichere Änderungen. Für jede Position wählen wir sie anhand ihrer Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zum aktuellen Chartsymbol gehört. Anschließend ermitteln wir den aktuellen Stop-Loss-Wert und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei Kaufpositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Bei Verkaufspositionen prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, rufen wir die Methode Position Modify der Klasse C-Trade auf, um den Stop-Loss zu aktualisieren. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zum MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Wir haben gelernt, wie man einen Expert Advisor programmiert, der den MACD-Indikator für Handelsentscheidungen nutzt, einschließlich der Verwaltung von Positionen und der Implementierung von Trailing Stops mit ein paar Zeilen MQL-Code. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.